Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den Ruinen von Ninive, im Staub zerfallener Imperien, fand ein Mann namens George Smith im Jahre 1872 eine zerbrochene Tontafel. Während er die winzigen Keilschriftzeichen unter dem schwachen Licht einer Öllampe entzifferte, stieß er auf eine Geschichte, die älter war als die Ilias, älter als die Veden, älter als die ältesten Bücher der Bibel. Eine Erzählung von einem König, der den Tod herausforderte. Dies ist die Geschichte von Gilgamesch. Guten Abend. Begleiten Sie mich in eine Stille, die Jahrtausende überdauert hat. Unsere Geschichte beginnt nicht in der flirrenden Hitze des alten Mesopotamiens, sondern im kühlen, staubigen Halbdunkel des 19. Jahrhunderts. Stellen Sie sich die Ruinen von Ninive vor, einst die prächtige Hauptstadt des Assyrischen Reiches, nun ein Hügel aus zerbrochener Erde und vergessenen Erinnerungen im heutigen Irak. Hier, inmitten der Ausgrabungen, die von Forschern wie Austin Henry Layard und seinem Assistenten Hormuzd Strassam geleitet wurden, geschah etwas Außergewöhnliches. Die Archäologen suchten nach Palästen und monumentalen Skulpturen, doch sie fanden etwas viel Intimeres: eine Bibliothek. Nicht aus Papyrus oder Pergament, sondern aus gebranntem Ton. Zehntausende von Keilschrifttafeln, zerbrochen und verstreut, die Überreste der königlichen Bibliothek von Assurbanipal. Jedes Fragment war ein gefrorener Gedanke, eine Stimme, die seit über 2500 Jahren verstummt war. Die Entzifferung der Keilschrift war noch eine junge, unsichere Wissenschaft. Die Tafeln wurden nach London ins Britische Museum geschickt, wo sie in Kisten lagerten. Ein riesiges, ungelöstes Puzzle. Ein junger Banknotengraveur und Autodidakt namens George Smith war von diesen Tontafeln besessen. Tag für Tag, Nacht für Nacht beugte er sich über die Fragmente, verglich die winzigen, keilförmigen Zeichen und versuchte, ihre Geheimnisse zu entschlüsseln. Eines Tages, im Jahr 1872, stieß er auf eine Passage, die ihn elektrisierte. Sie erzählte von einem großen Schiff, einem überlebenden Helden, einem Vogel, der ausgesandt wurde, um trockenes Land zu finden, eine Sintflutgeschichte. Doch diese Version war nicht hebräisch, sie war akkadisch und Hunderte, vielleicht Tausende von Jahren älter als die Erzählung in der Genesis. Smith verstand sofort die Tragweite seiner Entdeckung. Er hatte nicht nur eine alte Legende gefunden, er hatte den Beweis in Händen, dass die Geschichten, die unsere Zivilisation geformt hatten, Wurzeln hatten, die tiefer reichten, als man es sich je hätte vorstellen können. In diesem Moment begann der Ton zu flüstern. Und aus den Scherben von Ninive erhob sich die älteste Geschichte der Menschheit. Das Epos von Gilgamesch. Um die Geschichte von Gilgamesch wirklich zu verstehen, müssen wir die Welt verlassen, die sie wiederentdeckt hat, und in die Welt eintauchen, die sie erschaffen hat. Reisen wir zurück, weit zurück, an den Anfang der aufgezeichneten Geschichte, um das Jahr 2700 vor unserer Zeitrechnung. Wir befinden uns in Mesopotamien, dem Land zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris. Hier, in der fruchtbaren Ebene des südlichen Iraks, liegt die Stadt Uruk. Und Uruk ist keine bescheidene Siedlung. Sie ist eine der ersten wahren Metropolen der Menschheitsgeschichte. Stellen Sie sich vor, Sie nähern sich der Stadt durch die bewässerten Felder, die sie ernähren.
Schon von weitem sehen sie die gewaltigen Mauern, die sich über 10 Kilometer erstrecken, ein Bollwerk aus Lehmziegeln, das von Gilgamesch selbst in Auftrag gegeben worden sein soll. Sie schützen bis zu 80.000 Seelen. Wenn sie durch eines der monumentalen Tore treten, umfängt sie eine andere Welt. Der Lärm von Händlern, die ihre Waren anpreisen, Wolle aus dem Norden, Kupfer aus dem Osten, Edelsteine aus fernen Ländern. Der Geruch von frisch gebackenem Fladenbrot, vermischt mit dem Duft von Datteln, Bier und dem schweren Weihrauch, der aus den Tempeln strömt. Über allem thront die Zikkurat, eine riesige Stufenpyramide, die dem Himmel entgegenstrebt. Es ist ein künstlicher Berg in einer flachen Landschaft, ein Ort, an dem die Götter auf die Erde herabsteigen können. Hier im Eanna-Bezirk, gewidmet der Göttin Inanna, der Göttin der Liebe und des Krieges, pulsiert das religiöse und administrative Herz der Stadt. Priester und Schreiber verwalten die Ernten, zeichnen Gesetze auf und beobachten die Sterne. Das Leben in Uruk ist geprägt von Ordnung und Innovation. Hier wurde die Schrift verfeinert, das Rad perfektioniert, die Bürokratie erfunden. Aber es ist auch ein Leben, das von der Launenhaftigkeit der Götter und der Allmacht des Königs bestimmt wird. Die Menschen von Uruk sind stolz auf ihre Zivilisation, auf die Mauern, die sie vor der Wildnis schützen. Doch innerhalb dieser Mauern herrscht ein König, dessen Macht so absolut ist wie die Sonne am mesopotamischen Himmel. Ein König, dessen Name Gilgamesch ist. Im Zentrum dieser pulsierenden Metropole Uruk steht eine Gestalt von übermenschlichen Ausmaßen: Gilgamesch. Das Epos beschreibt ihn mit Ehrfurcht: der die Tiefe sah, ein Wesen von vollkommener Schönheit und gewaltiger Stärke. Doch seine Herkunft ist ein Schlüssel zu seinem Charakter und seinem Konflikt. Er ist zu 2/3 Gott, durch seine Mutter, die Göttin Ninsun, und nur zu 1/3 Mensch. Diese göttliche Abstammung verleiht ihm eine Kraft und eine Arroganz, die kein Sterblicher ihm entgegensetzen kann. Er ist der Hirte seines Volkes, doch er ist ein grausamer Hirte. Die Tafeln schildern ihn nicht als weisen Herrscher, sondern als einen ungestümen Tyrannen. Seine Energie ist grenzenlos, aber sie ist unkontrolliert und selbstsüchtig. Er treibt die jungen Männer der Stadt bis zur Erschöpfung, mit endlosen Bauprojekten an seinen gewaltigen Mauern oder mit sinnlosen militärischen Übungen. Seine Begierde kennt keine Grenzen. Das Epos deutet eine Praxis an, die wir als Ius primae noctis oder das Recht der ersten Nacht kennen. Kein Bräutigam kann sich seiner Braut nähern, bevor der König sie für sich beansprucht hat. Die Freude der Hochzeit wird zur Quelle der Angst und Demütigung. Die Klagen der Frauen und die erschöpften Seufzer der Männer steigen zum Himmel auf. Die Menschen von Uruk, gefangen in ihrer eigenen prächtigen Stadt, leiden unter dem Joch ihres gottgleichen Königs. Sie sehen seine Stärke, bewundern seine Bauten, aber sie spüren die Leere in seinem Herzen. Er ist ein König ohne Gleichgestellten, ohne Freund, ohne jemanden, der seine unbändige Kraft spiegeln oder zügeln könnte. Seine göttliche Natur hat ihn von der Menschheit entfremdet, die er beherrschen soll. So wenden sich die Menschen in ihrer Verzweiflung nicht an den König, sondern über ihn hinweg an die Götter selbst. Sie flehen Anu, den Himmelsgott und obersten Gott von Uruk, an: Ihr habt diesen wilden Stier, Gilgamesch, erschaffen. Er hat keinen Rivalen. Lasst seinen Hochmut nicht ungestraft. Ihr Gebet ist ein Schrei nach Gleichgewicht, nach einer Kraft, die der Tyrannei Einhalt gebieten kann.
Und die Götter, so erzählt das Epos, hören diesen Schrei. Die Gebete der unterdrückten Bevölkerung von Uruk verhallen nicht ungehört im kosmischen Raum. Anu, der Himmelsgott, vernimmt ihr Leid und wendet sich an Aruru, die Göttin der Schöpfung. Er gibt ihr einen Auftrag: Er schaffe ein Wesen, das Gilgamesch ebenbürtig ist. Ein zweites Ich, einen Rivalen, der seinen ungestümen Geist herausfordern kann. Du, Aruru, hast den Menschen erschaffen, spricht Anu. Nun erschaffe sein Ebenbild. Lasst ihn in seinem Herzen so stürmisch sein wie Gilgamesch. Lasst sie gegeneinander antreten, damit Uruk in Frieden leben kann. Aruru wäscht sich die Hände, nimmt ein Stück Lehm, speit darauf und formt in der Stille der Wildnis eine neue Kreatur. Dies ist die Geburt von Enkidu. Enkidu ist nicht wie die Menschen von Uruk. Er wird nicht in eine Stadt hineingeboren, sondern in die Natur selbst. Sein Körper ist von zotteligem Haar bedeckt. Sein langes Haar ist wie das einer Frau. Er kennt keine Zivilisation, keine Kleidung, keine Sprache der Menschen. Er ist die Verkörperung des ungezähmten, ursprünglichen Lebens. Er lebt mit den Tieren. Er ist einer von ihnen. Er frisst Gras mit den Gazellen, er drängt sich mit dem Wild an den Wasserstellen und sein Herz erfreut sich am Anblick des Wassers und der Kreaturen. Enkidu ist Gilgameschs perfektes Gegenstück. Während Gilgamesch die Spitze der menschlichen Zivilisation und ihrer Korruption darstellt, ist Enkidu die reine, unberührte Natur. Er ist die Antwort der Götter auf eine Zivilisation, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Doch seine Existenz bleibt nicht unbemerkt. Ein Fallensteller, dessen Gruben Enkidu immer wieder zuschüttet und dessen Schlingen er löst, um die Tiere zu befreien, erblickt ihn voller Furcht. Er sieht diese wilde, mächtige Gestalt und erkennt, dass er gegen sie machtlos ist. Auf Anraten seines Vaters reist der Fallensteller nach Uruk, um dem König Gilgamesch von diesem wilden Mann zu berichten. Er ahnt nicht, dass er damit das Schicksal in Bewegung setzt. Er bringt die Nachricht von der Wildnis in die Stadt, die Nachricht von Enkidu zu Gilgamesch und legt damit den Grundstein für eine der tiefsten und folgenreichsten Begegnungen der Literaturgeschichte. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche der Gegenwart verblassen. Wir kehren zurück nach Uruk in eine Zeit, in der die Götter noch mit den Menschen wandelten. Enkidu, der Wildmensch, ist nun kein Wilder mehr. Durch die Weisheit und die Zärtlichkeit der Priesterin Shamshat hat er die Wege der Zivilisation kennengelernt. Er hat gelernt, Brot zu essen und Bier zu trinken, sich zu kleiden und zu sprechen. Er ist in die Gesellschaft der Hirten eingetreten, doch sein Herz ist unruhig. Eines Tages hört er von einem Reisenden von der Stadt Uruk und ihrem König, Gilgamesch. Er hört von dessen Stärke, aber auch von seiner Tyrannei. Insbesondere eine Sitte erfüllt Enkidus rechtschaffenes Herz mit Zorn. Das sogenannte Recht der ersten Nacht, durch das Gilgamesch jede Braut für sich beansprucht, bevor sie zu ihrem Bräutigam darf. Für Enkidu, dessen Instinkte noch rein und ungetrübt sind, ist dies ein unerträglicher Frevel. Er beschließt, diesem König entgegenzutreten. Sein Weg führt ihn nach Uruk, dessen gewaltige Mauern selbst ihn, der die Weite der Steppe gewohnt ist, in Staunen versetzen. Die Menschenmenge weicht vor seiner imposanten Gestalt zurück, bestaunt seine Kraft, die der des Königs ebenbürtig scheint. Sie sehen in ihm den Herausforderer, auf den sie gewartet haben. Als Gilgamesch sich auf den Weg zu einer Hochzeitsfeier begibt, um sein vermeintliches Recht einzufordern,
stellt sich ihm Enkidu in den Weg. Er blockiert den Türrahmen mit seinem Körper, ein unbeweglicher Fels aus Muskeln und Entschlossenheit. Ein Wortgefecht ist unnötig. Ihre Blicke treffen sich und beide erkennen im anderen ihr Spiegelbild, ihre wahre Entsprechung. Der Kampf beginnt. Auf dem großen Platz von Uruk ringen sie miteinander wie zwei wilde Stiere. Sie zerren und stoßen, ihre Körper prallen aufeinander, dass die Grundfesten der umliegenden Häuser erbeben. Der Staub wirbelt auf, die Menge hält den Atem an. Es ist ein Kampf von titanischer Gewalt. Doch es ist kein Kampf des Hasses. Es ist ein Ringen um Anerkennung, ein Test der Stärke. Schließlich, nach einem langen, erschöpfenden Kampf, gelingt es Gilgamesch, Enkidu zu Boden zu zwingen. Er hat gesiegt. Doch in diesem Moment des Triumphs spürt er keinen Stolz, sondern eine tiefe, überwältigende Erkenntnis. Er hat seinen Meister nicht gefunden, aber seinen Ebenbürtigen. Als er Enkidu aufhilft, legt sich sein Zorn und er umarmt seinen ehemaligen Gegner. In dieser Umarmung schmilzt die Feindschaft dahin und wird zu einer Freundschaft, so tief und unzerbrechlich wie die Fundamente von Uruk selbst. Gilgameschs Arroganz ist gebrochen. Er hat einen Bruder gefunden. Die Freundschaft zwischen Gilgamesch und Enkidu verändert das Wesen des Königs. Seine Tyrannei weicht einer neuen Rastlosigkeit. Die alltäglichen Pflichten eines Herrschers können den Durst seines Herzens nicht mehr stillen. Er sehnt sich nach einer Tat, die seinen Namen unsterblich machen wird. Einer Tat, die selbst die Götter in Erstaunen versetzen würde. In den langen Nächten, in denen sie gemeinsam durch die stillen Straßen von Uruk wandern, reift in ihm ein kühner Plan. Er will zum sagenumwobenen Zedernwald reisen, einem heiligen Ort, der von den Göttern selbst gepflanzt wurde. Doch dieser Wald ist nicht unbewacht. Ein furchterregendes Wesen namens Humbaba, von dem Gott Enlil als Wächter eingesetzt, herrscht dort. Humbabas Brüllen ist wie die Flut, sein Atem ist Feuer, sein Blick ist der Tod. Gilgameschs Plan ist ebenso einfach wie vermessen. Er will Humbaba töten und die höchsten Zedern des Waldes fällen, um aus ihrem Holz ein gewaltiges Tor für den Tempel in Uruk zu errichten. Ein Denkmal für die Ewigkeit. Enkidu, der in seiner Zeit als Wildmensch die Ränder dieses Waldes durchstreift hat, ist entsetzt. Er kennt die Macht Humbabas und warnt seinen Freund eindringlich. Es ist eine Reise, aus der niemand zurückkehrt, fleht er. Sein Schrecken lähmt jeden, der es wagt, seinen Wald zu betreten. Auch die Ältesten von Uruk, die Weisen der Stadt, versuchen, ihren König von diesem wahnwitzigen Unterfangen abzubringen. Sie malen ihm die Gefahren in den düstersten Farben aus und erinnern ihn an seine Pflichten gegenüber seinem Volk. Doch Gilgameschs Entschlossenheit ist unerschütterlich. Er ist überzeugt, dass der Sonnengott Shamash, der Gott der Gerechtigkeit, auf seiner Seite steht. Bevor sie aufbrechen, suchen sie den Tempel von Ninsun auf, Gilgameschs göttlicher Mutter. Sie betet zu Shamash, bittet um Schutz für ihren Sohn und seinen Freund und in einer bewegenden Zeremonie adoptiert sie Enkidu symbolisch als ihren eigenen Sohn und hängt ihm ein Amulett um den Hals. Damit sind die beiden nicht mehr nur Freunde, sondern Brüder, durch einen göttlichen Ritus verbunden. In der großen Schmiede von Uruk werden ihnen gewaltige Waffen gefertigt, Äxte, die mehrere Talente wiegen, und riesige Dolche. Schwer bewaffnet und mit dem Segen der Götter und den bangen Wünschen der Ältesten verlassen die beiden Helden die schützenden Mauern von Uruk. Vor ihnen liegt eine lange, gefährliche Reise ins Unbekannte. Eine Herausforderung nicht nur an einen monströsen Wächter,
sondern an die Ordnung der Welt selbst. Nach einer langen und beschwerlichen Reise, die sie über 7 Berge führt, erreichen Gilgamesch und Enkidu den Rand des Zedernwaldes. Eine ehrfurchtgebietende Stille liegt über dem Ort. Die Bäume sind von unvorstellbarer Höhe. Ihre Kronen verdunkeln den Himmel und schaffen eine ewige Dämmerung. Der Duft von Harz und feuchter Erde erfüllt die Luft. Es ist ein heiliger, unberührter Ort, und seine schiere Präsenz lässt Enkidus alte Ängste wieder aufleben. Seine Hand, die das Tor zum Wald berührt, wird von einer unerklärlichen Lähmung erfasst. Er zögert, doch Gilgamesch, dessen Herz vor Abenteuerlust brennt, spricht ihm Mut zu. 2 zusammen, sagt er, sind stärker als einer. Eine dreifache Schnur kann nicht zerrissen werden. Sie dringen tiefer in den Wald ein. Die Nächte sind erfüllt von unheimlichen Geräuschen. In diesen Nächten wird Gilgamesch von schrecklichen Träumen heimgesucht. Er träumt von einem Berg, der auf ihn stürzt, von einem furchtbaren Gewitter und einem feurigen Wesen. Doch Enkidu, der die Sprache der Omen versteht, deutet jeden Traum als positives Zeichen. Der stürzende Berg sei Humbaba, den sie bezwingen werden, das Gewitter sei die Hilfe des Gottes Shamash. Gestärkt durch diese Deutungen setzen sie ihren Weg fort, bis sie das Herz des Waldes erreichen, den Berg der Zedern, Humbabas Thron. Plötzlich steht er vor ihnen. Die alten Texte beschreiben Humbaba mit einer Ehrfurcht, die uns heute noch erschaudern lässt. Er trägt 7 Auren des Schreckens. Sein Gesicht ist wie das eines Löwen, gezeichnet von verschlungenen Linien. Sein Brüllen ist die Sintflut, sein Atem ein Inferno. Er ist keine bloße Bestie, sondern eine Verkörperung der wilden, unzähmbaren Natur selbst, eine numinose Kraft, die dem menschlichen Eindringen feindlich gegenübersteht. Der Kampf ist von unvorstellbarer Heftigkeit. Humbaba schüttelt den Wald in seinen Grundfesten, doch Gilgamesch und Enkidu weichen nicht zurück. In ihrer größten Not erhört der Sonnengott Shamash ihre Gebete. Er entfesselt 13 gewaltige Winde, den Nordwind, den Südwind, den Wirbelwind, den Eiswind, die Humbaba von allen Seiten attackieren, ihn blenden und seine Bewegungen lähmen. Der Wächter ist gefangen, seiner Macht beraubt. Er sinkt auf die Knie und fleht um sein Leben. Er bietet Gilgamesch an, sein Diener zu sein, ihm jeden Baum zu fällen, den er begehrt. Für einen Moment zögert Gilgamesch, gerührt vom Anblick des besiegten Giganten. Doch Enkidu, der Pragmatiker, warnt ihn. »Traue ihm nicht«, ruft er. »Wenn du ihn am Leben lässt, wird sein Zorn uns bis nach Uruk verfolgen.« Mit einem letzten gemeinsamen Schlag ihrer Äxte beenden sie das Leben des Wächters. Der Wald erzittert ein letztes Mal und verstummt dann. Die Stille, die folgt, ist schwerer als jeder Lärm zuvor. Nach ihrem triumphalen Sieg über Humbaba kehren Gilgamesch und Enkidu als gefeierte Helden nach Uruk zurück. Gilgamesch, gereinigt vom Schmutz des Kampfes und gekleidet in königliche Gewänder, ist eine Gestalt von solcher Pracht, dass selbst die Götter auf ihn aufmerksam werden. Ishtar, die Göttin der Liebe und des Krieges, die Schutzherrin von Uruk selbst, blickt von ihrer himmlischen Warte herab und ihr Herz entflammt für den sterblichen König. Sie tritt an ihn heran und macht ihm ein Angebot, das kein Sterblicher abzulehnen wagen würde. Sie will ihn zu ihrem Gemahl machen, ihm göttliche Ehren und unermesslichen Reichtum schenken. Ein goldener Wagen, gezogen von Sturmdämonen, soll ihm gehören. Doch Gilgamesch, in seinem Stolz und vielleicht auch in seiner Weisheit, weist sie zurück. Er tut dies nicht sanft. Er zählt ihre vergangenen Liebschaften auf
sterbliche und göttliche, und erinnert sie daran, wie schlecht es einem jeden von ihnen ergangen ist, verwandelt in einen Vogel, einen Wolf, einen Maulwurf. Er beschuldigt sie der Unbeständigkeit und Grausamkeit. Gedemütigt und von Zorn erfüllt, steigt Ishtar in den Himmel zu ihrem Vater Anu. Sie fordert Vergeltung, sie verlangt die Erschaffung des Gugalana, des Himmelsstiers, einer monströsen Kreatur von kosmischer Zerstörungskraft, die sie auf Uruk loslassen will. Anu zögert. Er warnt vor 7 Jahren der Hungersnot, die der Stier bringen wird. Doch Ishtar versichert ihm, sie habe Vorkehrungen getroffen. Widerwillig gibt Anu nach. Der Himmelsstier steigt zur Erde herab. Sein erster Schnaufer öffnet einen Spalt in der Erde, in den 100 junge Männer von Uruk stürzen. Sein zweiter reißt einen weiteren Abgrund auf, der 200 verschlingt. Die Stadt gerät in Panik. Doch wo Chaos herrscht, stehen Gilgamesch und Enkidu zusammen. Enkidu, der einst mit wilden Tieren lebte, versteht die Natur der Bestie. Er entwickelt eine Strategie. In einem atemberaubenden Kampf stellen sie sich dem Ungeheuer. Enkidu packt den Stier an den Hörnern und am Schwanz, lenkt ihn ab und ermöglicht es Gilgamesch, mit einem gezielten Stoß seines Schwertes in den Nacken des Tieres, es zu töten. Der Sieg ist errungen, doch die Hybris ist vollendet. Sie haben nicht nur einen Wächter der Götter, sondern eine himmlische Waffe vernichtet, die auf Geheiß einer mächtigen Göttin gesandt wurde. Der Jubel in den Straßen von Uruk ist laut, doch über ihm sammelt sich bereits der stille Zorn des Pantheons. Der Sieg über den Himmelsstier wird in Uruk mit beispielloser Pracht gefeiert. Gilgamesch und Enkidu sind mehr als nur Könige und Helden. Sie sind lebende Legenden, die Männer, die sich den Göttern widersetzt und gesiegt haben. Sie reißen das Herz des Stieres heraus und opfern es dem Sonnengott Shamash, ihrem steten Beschützer. Die gewaltigen Hörner, verziert mit Lapislazuli, weihen sie dem Andenken ihres Vaters Lugalbanda. Die Stadt feiert, doch in der Stille der Nacht, als der Rausch des Sieges verflogen ist, legt sich ein Schatten über Enkidus Schlaf. Er hat einen Traum, eine Vision von so schrecklicher Klarheit, dass sie ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt. Er sieht die großen Götter, die sich im himmlischen Rat versammeln, Anu, der Vater aller, Enlil, der Herr des Windes und der Erde, Ea, der Weise der Tiefen, und Shamash, der leuchtende Richter. Sie beraten über die Taten der beiden Helden. Enlil, dessen Zorn bereits durch die Tötung Humbabas geweckt war, ist außer sich. Er argumentiert, dass die Tötung des Wächters des Zedernwaldes und nun auch die Vernichtung des Himmelsstiers eine unverzeihliche Überschreitung der sterblichen Grenzen darstellt. Eine Blutschuld muss beglichen werden. Anu und Shamash scheinen zu zögern, vielleicht sogar für die Helden zu sprechen. Doch Enlils Wille ist unerbittlich. Er fällt das Urteil. Einer der beiden muss sterben. Und da Gilgamesch von göttlicher Abstammung ist, ein König, dessen Schicksal mit dem der Stadt Uruk verwoben ist, fällt das Los auf Enkidu, den aus der Steppe geschaffenen Mann, den einstigen Wilden. Enkidu erwacht, schweißgebadet und von Furcht ergriffen. Er erzählt Gilgamesch von seiner Vision. Der Traum ist keine bloße Phantasmagorie. Er ist eine göttliche Botschaft, ein unumstößliches Dekret. Die Erkenntnis trifft die beiden Freunde mit der Wucht eines Hammerschlags. Ihr Triumph war nicht das Ende eines Abenteuers, sondern der Beginn einer Tragödie. Die Freude weicht einer tiefen, nagenden Angst. Die Götter haben gesprochen, und ihr Urteil ist der Tod.
Der Preis für ihre Hybris, für ihre Weigerung, sich der göttlichen Autorität zu beugen, wird nicht in Gold oder Tribut bezahlt, sondern mit dem Leben eines der beiden unzertrennlichen Gefährten. Das göttliche Urteil manifestiert sich nicht durch einen Blitz vom Himmel oder das Schwert eines Feindes, sondern durch eine schleichende, unaufhaltsame Krankheit. Enkidu wird ans Bett gefesselt, seine immense Kraft verlässt ihn Tag für Tag. In seinem Fieberwahn und seiner Verzweiflung beginnt er, sein Schicksal zu verfluchen. Er verflucht den Jäger, der ihn einst entdeckte, und die Tempeldienerin Shamhat, die ihn zivilisierte und nach Uruk brachte. Wäre er in der Steppe geblieben, so klagt er, wäre er frei und wild gestorben, aber nicht so elend, von den Göttern verdammt. Er verflucht sogar die prächtige Zedernholztür, die sie für den Tempel in Nippur gefertigt hatten, als ob dieses Symbol ihres Triumphs nun ein Mahnmal seines bevorstehenden Todes wäre. Doch der Gott Shamash, der ihnen stets gewogen war, spricht aus dem Himmel zu ihm. Er tadelt Enkidu sanft und erinnert ihn an die Freuden, die ihm das zivilisierte Leben gebracht hat. Die tiefe Freundschaft mit Gilgamesch, das gute Essen, die königlichen Gewänder und den Respekt der Menschen von Uruk. Shamash verspricht ihm, dass Gilgamesch ihn mit königlichen Ehren bestatten und nach seinem Tod als trauernder Wanderer durch die Welt ziehen wird. Von diesen Worten berührt, nimmt Enkidu seine Flüche zurück und segnet Shamhat stattdessen. Er akzeptiert sein Schicksal. 12 Tage lang kämpft er gegen die Krankheit, während Gilgamesch hilflos an seiner Seite wacht, weint und betet. Er verspricht seinem Freund, dass er ihm eine Statue aus purem Gold errichten wird, prächtiger als jede andere. Schließlich, in der Stille des Krankenzimmers, haucht Enkidu sein Leben aus. Der Tod seines Freundes stürzt Gilgamesch in eine abgrundtiefe Verzweiflung. Zuerst verharrt er in Leugnung, weigert sich, den leblosen Körper zu verlassen, in der Hoffnung, ein Lebenszeichen zu entdecken. 6 Tage und 7 Nächte wacht er bei Enkidu, bis die Verwesung einsetzt und ihm die schreckliche Endgültigkeit des Verlustes bewusst wird. Der Schmerz ist unerträglich, aber er weicht einer neuen, noch mächtigeren Emotion, einer panischen, existenziellen Angst vor seiner eigenen Sterblichkeit. Wenn Enkidu, sein Ebenbild, sein zweites Ich, sterben konnte, dann war auch er, Gilgamesch, dem Tod geweiht. Diese Erkenntnis verändert alles. Der Tod Enkidus ist für Gilgamesch nicht nur der Verlust eines Freundes. Es ist der Einsturz seiner gesamten Weltanschauung. Die Mauern von Uruk, die er so stolz errichtet hat, bieten keinen Schutz mehr. Sein königlicher Status, seine übermenschliche Kraft, sein göttliches Erbe, all das erscheint ihm plötzlich bedeutungslos angesichts der einen, großen Wahrheit. Auch er wird sterben. Die Leiche seines Freundes wird zu einem Spiegel, in dem er sein eigenes unausweichliches Schicksal erblickt, zu Staub und Lehm zu werden. Eine panische Angst ergreift von ihm Besitz, eine Furcht, die so tief ist, dass sie seine Identität als König und Held auslöscht. Er kann den Gedanken nicht ertragen, dass sein Bewusstsein, sein Ich, einfach aufhören wird, zu existieren. Angetrieben von dieser existenziellen Furcht, trifft er eine radikale Entscheidung. Er wird Uruk verlassen. Er wird seine Krone, seine Verantwortung und seinen Palast zurücklassen. Er legt die königlichen Gewänder ab und hüllt sich stattdessen in die Felle von Tieren, das Zeichen eines Wanderers, eines Suchenden. Sein Ziel ist nicht mehr Ruhm oder Macht, sondern etwas, das noch nie ein Sterblicher erlangt hat. Das ewige Leben. Er hat von einem Vorfahren gehört, Utnapishtim, dem Fernen. Utnapishtim
und seine Frau waren die einzigen Überlebenden einer großen Flut, die die Götter einst über die Menschheit brachten. Als Belohnung für ihre Frömmigkeit wurde ihnen Unsterblichkeit gewährt und sie wurden an einem mythischen Ort am Rande der Welt angesiedelt. Gilgamesch klammert sich an diese eine vage Hoffnung. Wenn es Utnapishtim gelungen ist, den Tod zu überwinden, dann muss es einen Weg geben. Er muss diesen Mann finden und ihm sein Geheimnis entreißen. So beginnt Gilgameschs zweite große Reise. Doch dies ist keine Reise des Triumphs und der Eroberung mehr, sondern eine verzweifelte Flucht vor dem Tod. Er irrt durch die Steppe, ein Schatten seiner selbst, abgemagert, mit verfilztem Haar und von Trauer gezeichnetem Gesicht. Er weint nicht nur um Enkidu, er weint um sich selbst. Jeder Sonnenuntergang erinnert ihn an die schwindende Zeit. Seine Reise führt ihn durch gefährliche Wüsten und über unwegsame Berge, getrieben von der einzigen Frage, die sein ganzes Wesen verzehrt. Wie kann ich dem Schicksal meines Freundes entgehen? Guten Abend. Unsere Reise mit Gilgamesch führt uns nun an den äußersten Rand der bekannten Welt, an einen Ort, den kein Sterblicher zuvor betreten hatte. Nachdem er den dunklen Tunnel der Sonne durchquert hatte, stand er am Ufer eines Ozeans, der nicht aus gewöhnlichem Wasser bestand. Es waren die Wasser des Todes, eine unüberwindbare Barriere zwischen der Welt der Lebenden und dem Reich der Unsterblichen. Jeder Tropfen war tödliches Gift. Hier trifft er auf Urshanabi, den Fährmann des Utnapishtim. Urshanabi ist zunächst misstrauisch. Wer ist dieser von Trauer und Strapazen gezeichnete Mann, dessen Erscheinung mehr wild als königlich ist? Gilgamesch erzählt ihm seine Geschichte, den Verlust seines Freundes Enkidu und seine verzweifelte Suche nach dem ewigen Leben. Urshanabi ist bewegt, doch er stellt fest, dass Gilgamesch in seinem Zorn die steinernen, mysteriöse Wesen oder Objekte, die für die sichere Überfahrt unerlässlich waren, zerstört hat. Die Situation scheint hoffnungslos, doch Gilgameschs unbändiger Wille findet einen Ausweg. Auf Anweisung Urshanabis fällt er im Wald 120 Zedern und fertigt daraus lange Stangen. Die Anweisung des Fährmannes ist eindeutig und absolut. Gilgamesch, wenn du die Stangen nimmst, achte darauf, dass deine Hand die Wasser des Todes nicht berührt. So beginnt die letzte, unheimlichste Etappe seiner Reise. Das Boot gleitet auf das schwarze, stille Wasser hinaus. Mit jeder Stange stößt Gilgamesch das Boot einmal vorwärts, tief in das tödliche Nass. Sobald die Stange benetzt ist, muss er sie loslassen und eine neue nehmen. 1, 2, 10, 50, 100 Stangen. Es ist eine monotone, zermürbende Arbeit, ein Akt reiner Willenskraft gegen die absolute Endgültigkeit. Die Stille wird nur durch das leise Eintauchen der Stangen und das Geräusch von Gilgameschs angestrengtem Atem unterbrochen. Er kämpft nicht mehr gegen Monster, sondern gegen ein unerbittliches Naturgesetz. Langsam, Stoß für Stoß, nähert er sich dem fernen Ufer, getrieben von der Hoffnung, den einen Mann zu finden, der das Geheimnis kennt, das er so verzweifelt sucht. Als die letzte Stange verbraucht ist und das Boot endlich das Ufer erreicht, ist Gilgamesch am Ende seiner Kräfte. Er blickt auf und sieht einen Mann, der am Strand steht und ihn beobachtet. Seine Erscheinung ist nicht die eines Gottes oder eines mächtigen Königs. Er sieht aus wie ein gewöhnlicher alter Mann, der sich in der Sonne ausruht. Dies ist Utnapishtim, der Ferne. Die Begegnung, auf die Gilgamesch sein ganzes Sinnen und Trachten ausgerichtet hat, ist von einer fast enttäuschenden Normalität geprägt. Gilgamesch, zerlumpt, von Wind und Wetter gegerbt, das Haar verfilzt,
die Haut von der Reise rissig, tritt vor ihn. Er wiederholt seine Geschichte. Er ist Gilgamesch, König von Uruk, der den Himmelsstier bezwang, der seinen Freund Enkidu verlor und der nun vor dem Tod flieht. Er fragt Utnapishtim direkt: Ich blicke auf dich, Utnapishtim, und deine Gestalt ist nicht anders als meine. Du bist mir gleich. Wie kam es, dass du in die Versammlung der Götter getreten bist und das Leben gefunden hast? Utnapishtims Antwort ist keine triumphale Offenbarung, sondern eine sanfte, aber unerbittliche Lektion in Realität. Er tadelt Gilgamesch nicht, aber er stellt dessen gesamte Queste in Frage. »Warum jagst du so rastlos der Trauer nach?« fragt er. Er spricht von der Vergänglichkeit aller Dinge. Ein Haus, das wir bauen, ist nicht für die Ewigkeit. Ein Vertrag, den wir siegeln, gilt nicht für immer. Die Götter haben das Schicksal der Menschen festgelegt, und dazu gehört der Tod. Sie haben den Tod für die Menschheit bestimmt, das Leben aber für sich behalten. Utnapishtim erklärt, dass der Tod kein willkürlicher Feind ist, sondern ein integraler Bestandteil der göttlichen Ordnung. Er ist, wie der Schlaf, eine notwendige Pause. Der Versuch, ihm zu entkommen, ist ein Aufbegehren gegen die Grundstruktur der Existenz selbst. Für Gilgamesch, der alle physischen Hindernisse überwunden hat, ist diese philosophische Konfrontation die größte Herausforderung. Er steht nicht einem Monster gegenüber, sondern einer Wahrheit, die so unumstößlich ist wie das Meer, das er gerade überquert hat. Gilgamesch ist nicht zufrieden. Er sieht in Utnapishtim einen Menschen wie sich selbst und will wissen, durch welche einzigartige Tat dieser Mann die Unsterblichkeit erlangte. Und so willigt Utnapishtim ein, ihm ein Geheimnis der Götter zu offenbaren. Eine Geschichte, die nie für sterbliche Ohren bestimmt war. Er erzählt von der Zeit, als er in der alten Stadt Shurupak am Ufer des Euphrat lebte. Die Götter, angeführt vom stürmischen Enlil, waren des Lärms der Menschheit überdrüssig geworden. Ihre schiere Anzahl und ihr lautes Treiben störten die göttliche Ruhe. Und so fasste Enlil einen schrecklichen Entschluss: die gesamte Menschheit durch eine gewaltige Flut auszulöschen. Doch der Gott Ea, der weise Herr des Süßwasserozeans, war mit diesem Plan nicht einverstanden. Gebunden durch einen Eid, die Pläne der Götter nicht direkt zu verraten, ersann er eine List. Er sprach nicht zu Utnapishtim selbst, sondern zu der Schilfwand seines Hauses. Im Flüsterton enthüllte er den Plan und gab Utnapishtim Anweisungen: Mann aus Shurupak, reiß dein Haus ab und baue ein Schiff. Gib deinen Besitz auf und rette dein Leben. Nimm den Samen allen Lebens mit an Bord. Er beschrieb sogar die exakten Ausmaße des Schiffes. Ein gewaltiger Würfel, dessen Breite und Länge gleich sein sollten, versehen mit einem Dach. Utnapishtim tat, wie ihm geheißen. Er baute das riesige Schiff, belud es mit seinem Gold, seinem Silber, seiner Familie, seinen Handwerkern und den Tieren des Feldes. Als der Tag kam, tobte ein Sturm, so furchtbar, dass selbst die Götter in den höchsten Himmel flohen und sich aus Angst wie Hunde zusammenkauerten. 6 Tage und 7 Nächte wüteten Wind und Wasser. Am 7. Tag legte sich der Sturm und Utnapishtim blickte hinaus auf eine Welt, die zu Stille und Lehm geworden war. Die gesamte Menschheit war vernichtet. Als sein Schiff auf dem Berg Nisir strandete, ließ er eine Taube, eine Schwalbe und schließlich einen Raben frei. Als der Rabe nicht zurückkehrte, wusste er, dass er Land gefunden hatte. Für diese Rettungstat und weil er das Geheimnis der Götter bewahrt hatte, wurde er von Enlil selbst gesegnet und zusammen mit seiner Frau an diesen fernen Ort versetzt, um ewig zu leben. Eine Geschichte,
die uns in ihren Grundzügen erstaunlich bekannt vorkommt. Nachdem Utnapishtim seine atemberaubende Geschichte von der großen Flut beendet hat, wendet er sich wieder Gilgamesch zu. Seine Unsterblichkeit, so macht er klar, war das Ergebnis eines einzigartigen, unwiederholbaren göttlichen Eingriffs. Es war kein Preis, den man durch Stärke oder Willen erringen konnte. Doch er bietet Gilgamesch eine Prüfung an, eine scheinbar einfache Aufgabe, um seine Behauptung, den Tod besiegen zu können, auf die Probe zu stellen. »Nun denn«, sagt Utnapishtim, »wer wird für dich die Götter versammeln, damit du das Leben findest, das du suchst? Komm, versuche es. 6 Tage und 7 Nächte nicht zu schlafen.« Wenn Gilgamesch den Tod, den ewigen Schlaf besiegen will, so die Logik, muss er doch sicherlich zuerst dessen kleinen Bruder, den täglichen Schlaf, überwinden können. Gilgamesch, der Held, der Löwen und Dämonen bezwang, der den Sonnenberg durchquerte und die Wasser des Todes überwand, nimmt die Herausforderung an. Er setzt sich hin, bereit zur Wache. Doch kaum hat er Platz genommen, übermannt ihn die Erschöpfung seiner langen Reise. Wie ein Nebel legt sich der Schlaf über ihn. Er, der die Götter herausfordern wollte, scheitert an der einfachsten aller menschlichen Notwendigkeiten. Utnapishtim blickt mit einer Mischung aus Mitleid und Weisheit auf den schlafenden Helden. Er sagt zu seiner Frau: »Sieh diesen Starken an, der das Leben will. Der Schlaf, wie ein Sturm, hat sich über ihn gelegt.« Um Gilgamesch bei seinem Erwachen die Dauer seines Versagens unbestreitbar zu beweisen, bittet Utnapishtim seine Frau, jeden Tag ein Brot für Gilgamesch zu backen und es neben ihn zu legen. Außerdem soll sie eine Markierung an der Wand für jeden vergangenen Tag machen. So vergeht der erste Tag und ein frisches Brot wird platziert. Der zweite Tag ein weiteres Brot. Der dritte, der vierte, der 5., der 6. Als Gilgamesch am 7. Tag endlich erwacht, ist er überzeugt, nur einen kurzen Moment eingenickt zu sein. Doch Utnapishtim zeigt ihm die Brote. Das erste ist hart und trocken, das zweite schimmelig, das dritte aufgeweicht, das 4. weiß von Schimmel, das 5. grau und das 6. noch fast frisch. Nur das 7., das Brot des heutigen Tages, ist noch warm. Die stummen Zeugen aus Teig beweisen Gilgameschs tiefgreifendes Scheitern. Er konnte nicht einmal eine Woche dem Schlaf widerstehen. Wie sollte er da dem Tod für immer trotzen? Gute Nacht, liebe Zuhörer. Begleiten Sie mich nun in die tiefsten Wasser des Apsu, wo ein letzter, zerbrechlicher Hoffnungsschimmer auf Gilgamesch wartet. Utnapishtim, der Ferne, blickt auf den gebrochenen König vor ihm. Er hat die Prüfungen nicht bestanden. Der Schlaf hat ihn besiegt. Und doch sieht Utnapishtim in Gilgameschs Augen eine Verzweiflung, die über bloße Erschöpfung hinausgeht. Es ist die existenzielle Angst des Menschen, der dem Nichts ins Auge geblickt hat. Vielleicht aus Mitleid, vielleicht als letzte Prüfung, enthüllt er ein Geheimnis, das den Göttern vorbehalten ist. »Gilgamesch«, spricht er mit seiner alterslosen Stimme, »ich will dir eine verborgene Sache offenbaren.« Er erzählt von einer Pflanze am Grunde des Süßwasserozeans, des Apsu. Sie ist dornig wie eine Distel und sticht wie eine Rose, doch wer von ihr isst, dessen Jugend kehrt zurück. Ihr Name ist: Der Alte wird wieder zum jungen Mann. Diese Worte entfachen in Gilgamesch den letzten Funken seiner einst unbezwingbaren Energie. Die Unsterblichkeit der Götter mag ihm verwehrt sein, aber die Wiederherstellung der Jugend, ein zweiter Lebenszyklus, scheint in greifbarer Nähe. Ohne zu zögern, gräbt er am Ufer einen Schacht, der ihn zum Apsu hinabführt. Er bindet schwere Steine an seine Füße, ein verzweifelter Anker
der ihn in die dunkle, stille Tiefe ziehen soll. Die Luft verlässt seine Lungen, der Druck lastet auf ihm, doch sein Blick ist auf den Meeresgrund gerichtet. Dort, in der ewigen Dämmerung, sieht er sie. Die Pflanze leuchtet sanft, ihre Dornen sind eine Warnung und ein Versprechen zugleich. Er greift nach ihr, die Stacheln reißen an seiner Haut, aber der Schmerz ist nichts im Vergleich zu der Qual seiner Trauer um Enkidu. Er reißt die Pflanze samt Wurzel aus dem Grund und lässt die Steine los. Mit seiner kostbaren Fracht schießt er zurück an die Oberfläche, keuchend, blutend, aber mit einem Triumph in den Augen, den er lange nicht mehr kannte. Er zeigt sie dem Fährmann Urshanabi. Doch er ist sie nicht. Eine neue, mühsam erlernte Vorsicht leitet ihn. »Ich werde diese Pflanze nach Uruk bringen«, erklärt er. »Ich werde sie einem alten Mann zu essen geben, um sie zu erproben. Dann werde ich selbst davon essen und in meine Jugend zurückkehren. Es ist ein kluger Plan, der des Königs von Uruk würdig ist. Der Held, der einst blindlings voranstürmte, ist zu einem Mann geworden, der abwägt. Mit der Pflanze der Hoffnung in seinen Händen beginnen sie die lange Reise zurück in die Welt der Sterblichen. Die Reise zurück nach Uruk ist lang und beschwerlich. Gilgamesch hütet die Pflanze der Jugend wie seinen größten Schatz, denn das ist sie. Sie ist die Summe seiner Reise, das greifbare Ergebnis seines Leidens. Nach Tagen der Wanderung stoßen sie auf eine kühle, einladende Wasserquelle. Die Hitze Mesopotamiens lastet auf ihnen und Gilgamesch, erschöpft von der emotionalen und physischen Anstrengung, beschließt, sich im klaren Wasser zu erfrischen. Er legt seine Kleider ab und platziert die kostbare Pflanze vorsichtig am Rande des Teiches. Für einen Moment lässt er seine Wachsamkeit fahren, gibt sich der reinigenden Kühle des Wassers hin und schließt die Augen. In diesem Moment der Unachtsamkeit geschieht das Unvermeidliche, die letzte, grausame Ironie seines Schicksals. Eine Schlange, die im Schilf verborgen lag, wird vom wundersamen Duft der Pflanze angelockt. Lautlos gleitet sie aus ihrem Versteck, nähert sich dem Ufer und verschlingt die Pflanze in einem einzigen Bissen. Sofort geschieht das Wunder, das für Gilgamesch bestimmt war, an dem Tier. Die Schlange windet sich und streift ihre alte Haut ab, lässt sie wie ein leeres Gewand zurück und gleitet verjüngt und erneuert davon. Seit diesem Tage, so die Legende, häutet sich die Schlange und wird so zum ewigen Symbol der Wiedergeburt und der Erneuerung, ein Symbol für die Kraft, die Gilgamesch soeben verloren hat. Als Gilgamesch aus dem Wasser steigt, ist die Pflanze verschwunden. Er sieht nur noch die abgeworfene Haut der Schlange, ein stummer Zeuge seines ultimativen Scheiterns. Und hier, am Rande einer namenlosen Quelle, bricht der große König von Uruk, der Bezwinger von Humbaba und dem Himmelsstier, endgültig zusammen. Er setzt sich auf den Boden und weint. Es sind keine heroischen, zornigen Tränen, sondern die stillen, bitteren Tränen der endgültigen Niederlage. Er weint um Enkidu. Er weint um seine verlorene Jugend. Und er weint um die Sinnlosigkeit seiner gewaltigen Anstrengung. »Für wen, Urshanabi, haben meine Hände sich abgemüht?« schluchzt er. »Für wen ist meines Herzens Blut vergossen worden? Nicht für mich habe ich einen Segen errungen, sondern für den Löwen der Erde habe ich die Wohltat vollbracht.« In diesem Moment der totalen Leere beginnt die letzte und wichtigste Phase seiner Reise. Die schmerzhafte Akzeptanz seiner eigenen Sterblichkeit. Die Tränen sind getrocknet. Die Verzweiflung ist einer stillen, tiefen Resignation gewichen.
Gilgamesch, der mit leeren Händen dasteht, hat nichts mehr zu verlieren. Er hat den Tod herausgefordert und verloren. Er hat die Götter gesucht und die Grenzen der Menschheit gefunden. Nun gibt es nur noch einen Weg, den Weg nach Hause. Gemeinsam mit Ur-Shanabi setzt er die Reise nach Uruk fort, doch der Mann, der nun heimkehrt, ist ein anderer als der einst auszog. Der arrogante, ungestüme Tyrann ist verschwunden. Der von Trauer getriebene Wanderer ist zur Ruhe gekommen. An ihre Stelle ist ein Mensch getreten, der die Welt mit neuen Augen sieht. Als die gewaltigen Mauern seiner Stadt am Horizont erscheinen, bleibt er stehen. Die untergehende Sonne taucht die Ziegel in ein warmes, goldenes Licht. Er wendet sich an Ur-Shanabi, aber seine Stimme ist nicht mehr die eines Königs, der mit seinem Besitz prahlt. Sie ist die Stimme eines Mannes, der etwas von bleibendem Wert erkannt hat. »Steig hinauf, Ur-Shanabi, auf die Mauer von Uruk und wandle umher«, sagt er. »Betrachte das Fundament, prüfe das Ziegelwerk. Ist nicht sein Ziegelwerk aus gebranntem Ziegel? Haben nicht die 7 Weisen seine Fundamente gelegt?« Er zeigt auf die Gliederung der Stadt. 1/3 Stadt, 1/3 Gärten, 1/3 Lehmgruben, dazu das Gebiet des Ishtar-Tempels. Er beschreibt nicht nur eine Ansammlung von Gebäuden, sondern ein lebendiges, atmendes System, ein Meisterwerk menschlicher Zusammenarbeit und Voraussicht. In diesem Moment findet Gilgamesch seine Unsterblichkeit. Sie liegt nicht in einer magischen Pflanze oder in einem göttlichen Dekret. Sie liegt in den Mauern. In den Mauern, die er selbst errichten ließ, die sein Volk schützen und die ihn überdauern werden. Sie liegt im Fortbestand der Zivilisation, im kollektiven Gedächtnis, das in Stein und Lehm gebrannt ist. Die Taten eines Einzelnen mögen vergehen, aber das, was wir gemeinsam erschaffen, eine Stadt, eine Kultur, eine Geschichte, das hat das Potenzial zu bleiben. Die Mauern von Uruk sind mehr als nur eine Verteidigungsanlage. Sie sind ein Denkmal für die menschliche Fähigkeit, Ordnung im Chaos zu schaffen und ein Vermächtnis für zukünftige Generationen zu hinterlassen. Gilgamesch hat aufgehört, nach einem Leben ohne Ende zu suchen und stattdessen den Wert eines Lebens erkannt, das etwas von Dauer schafft. Unsere lange Reise an der Seite von Gilgamesch neigt sich ihrem Ende zu. Der König ist heimgekehrt, verwandelt durch Trauer und Weisheit. Er regiert Uruk fortan nicht mehr als Tyrann, sondern als gerechter und verständnisvoller Herrscher. Er hat die Lektion gelernt, die im Herzen unserer menschlichen Existenz liegt. Wir sind sterblich. Aber was er ebenfalls gelernt hat, ist, dass es eine andere Form der Unsterblichkeit gibt. Und so befiehlt er, dass seine gesamte Geschichte, seine Abenteuer mit Enkidu, seine Suche und seine letztendliche Erkenntnis auf Steintafeln, auf Lapis Lazuli, eingraviert werden soll. Diese Tafeln, so will er es, sollen in das Fundament der Mauern von Uruk eingelassen werden, damit alle zukünftigen Generationen sie finden und lesen können. Dies ist vielleicht der tiefsinnigste Akt des gesamten Epos. Gilgamesch sichert sein Vermächtnis nicht durch Macht oder Magie, sondern durch das Erzählen seiner Geschichte. Er erkennt, dass die tiefste Wahrheit über die Menschheit in ihren Erzählungen liegt. Und so wird das Epos von Gilgamesch selbst zum Beweis seiner These. Die Mauern von Uruk sind längst zu Staub zerfallen. Das sumerische Reich ist nur noch eine ferne Erinnerung, aber seine Geschichte hat überlebt. 4000 Jahre lang lag sie in der Erde begraben, bis sie im 19. Jahrhundert wiederentdeckt und mühsam entziffert wurde. Und als die Worte wieder zum Leben erwachten,
sprach eine Stimme aus der tiefsten Vergangenheit direkt zu uns. Sie sprach von Freundschaft, Verlust, der Angst vor dem Tod und der Suche nach Sinn. Es ist die erste große Heldengeschichte, der erste Text, der sich mit der Conditio Humana, der menschlichen Verfasstheit, auseinandersetzt. Themen und Motive aus dem Gilgamesch-Epos hallen durch die gesamte Weltliteratur wider. Die Sintflutgeschichte, die Reise in die Unterwelt, der Kampf des Helden gegen die Bestie. Aber seine größte Bedeutung liegt in seiner zeitlosen Relevanz. Wir alle sind Gilgamesch. Wir alle lieben und verlieren. Wir alle fürchten uns vor der Vergänglichkeit und suchen nach einem Sinn, der über unser kurzes Leben hinausgeht. Das Epos gibt uns keine einfache Antwort. Es bietet keine ewige Jugend oder göttliche Rettung. Stattdessen bietet es eine tiefere Weisheit. Finde deinen Sinn in den Dingen, die du baust, in den Beziehungen, die du pflegst und in der Geschichte, die du hinterlässt. Das ist die Unsterblichkeit, die uns Sterblichen gewährt wird. Und das ist das unschätzbare Erbe des Königs von Uruk. Schlafen Sie wohl.